Hi, willkommen zurück. Heute ist der Tag, auf den wir lange hingearbeitet haben. Heute trennen wir die Karosserie vom Rahmen von unserem Impala. Dafür werden wir jetzt ein paar Schreben einbauen, damit er sich nicht, wenn der hinterher auf dem Ständer ist, verzieht, weil das bei den Cabrios wohl ein bisschen problematisch ist, ohne das Dach, dass sie stabil bleiben, wenn sie nicht mehr auf dem Rahmen sind. Ja, da legen wir jetzt los. Alles klar. So, da sind ein paar Winkelstücke, die wir mal zurechtgeschnitten haben. Und das werden jetzt quasi unsere Quer- und Längsstreben, um die Karosserie zu stabilisieren im Falle eines Absackens oder wir hoffen einfach, dass nichts passiert. Ja. Genau. So, die Streben sind drin. Jetzt gehen wir hin und bringen das Fahrzeug nach draußen zur Hebelbühne und dann sehen wir uns gleich da. Jetzt haben wir den Wagen auf die Bühne gebracht. Jetzt werden wir den erstmal anheben und die Buddy Mounts alle lösen. Und dann schauen wir mal weiter, wie gut das Ganze funktioniert. Genau. Dann, ja, wir haben es mal so weit vorbereitet. Erstmal am Rahmen angesetzt, wollen jetzt erstmal gucken, wo die ganzen Schrauben sind. Ja, das Auto ist auf der Bühne. Wir versuchen uns jetzt mal an den Karosseriehaltern. Genau. Mal schauen, wie gut die rausgehen. Ja, wir haben jetzt schon mal geguckt, 16er Nuss würde passen. Ist auch eine schon zerstörte Nuss, also jetzt können wir mit dem Schlagschrauber ein bisschen Spielt keine Rolle mehr. Spaß haben. Okay, ich kletter. Ich sprühe die noch mal einmal ein mit ein bisschen Spezialöl. genau rostlösendes, wasservordrängendes Spezialöl. So, das sollte man natürlich am besten ein paar Stunden vorher machen, damit er darauf einwirken kann, aber wir haben keine Zeit. Keine Zeit. So. Sollen wir erstmal per Hand oder mit dem Schlagschrauber? Versuchen wir per Hand. Ja. Und müssen die auch gegenhalten, weil die Also. Oha. Probier nochmal. Ja, gut. Ja. Ja gut, vielleicht sollten wir mit dem Schlagschrauber jetzt einfach machen. Ja, okay. Das ist noch ziemlich viel Gewinde. Na gut. Dann brauche ich nur auch einen Gehörschutz. Gehörschutz. Was fehlt, Daniel? Was fehlt? Brauche ich nicht. Also vermutlich wird Daniel gleich was im Auge haben. Höchstwahrscheinlich. Das passiert zu 90%, wenn er irgendwas benutzt.
Also habe ich das richtig rum. Oh, Warte mal, ja, das war ein bisschen heftig. Ja. Warte mal. Das ist nicht optimal mit der Zange, weil ich brauche gleich eine andere. aber was? Ja, die kann man gar nicht richtig ansetzen hier. Ja. Boah, hat sich überhaupt was getan? Nee, ne? Ich glaube nicht, ne? Ja, da müssen wir nochmal suchen. Schwierig, da irgendwie drauf zu kommen. Ja, probier mal. Oh, ja, hat sich auf jeden Fall was getan. Okay. Aber ja, das ist halt echt. Ich brauche eine lange, also irgendwas Spitzes. Mit der komme ich da einfach nicht hin. So, um das einmal kurz zu zeigen, wir kämpfen jetzt gerade mit diesen viereckigen Muttern, nennen wir es mal. Die machen uns jetzt ein bisschen Probleme. Man kommt mit nicht so richtig da rein. Deswegen, wir gucken mal, womit wir das am besten hinkriegen. Genau, wir haben jetzt noch den richtigen Schlüssel gefunden, und zwar ist das ein 27er. 27er. So. Sieht zumindest ganz gut aus. Mal gucken, ob der abrutscht, weil man hier nicht so richtig reinkommt. Nice. Oh. Ha. Ja, das kann man einmal zeigen. Die waren jetzt auch nicht mehr so richtig gut, die Karosseriehalter. Die müssen neu. Die müssen neu, ja. So, noch Nummer 1 von 10.
So, wir haben jetzt alles gelöst und jetzt geht's aufwärts. Hoffentlich. Hoffentlich. Kleiner Test. Ah, das hält. Wo soll das hin? Ja. Okay. Passt alles. Hier ist noch irgendwas. Achso, das ist nur die Dinge, die Erdungsleitung da. Ja, dann passt. Ach, okay, ja. Langt, oder? Ja. Oder wollen wir noch ein Stück höher? Ja, ein Stück noch. Ne? Ja. Sehr gut. Damn. Es wird. Ja. Sehr, sehr schön. Jetzt können wir den einfach vorwärts rausrollen. Oh, da ist noch eine Mutti auf dem Boden. Wie passt das denn bei dir? Ja, wir kommen, das glaube ich ganz gut. Wir müssen mal gucken mit der Bühne hinten bei dir, passt das? Mit was? Mit dem Arm hinten von der Bühne? Ja, Okay. das habe ich im Blick. Das sieht doch prima aus. Ja. Ja, ich glaube, da müssen wir uns keine Sorgen machen, dass das. Müssen wir halt nochmal gucken, wie das ist, wenn der rollt, ob die Räder sich dann irgendwo hin bewegen wollen, aber ich glaube nicht. Ne. Ich bin auch zufrieden. Dann fahren wir wieder rein, ne? Ja, passt doch. So, wir haben es geschafft. Die Karosserie ist vom Rahmen getrennt. Jetzt steht beides hier schon mal drin. Im nächsten Video werden wir dann hingehen und mit euch einmal die ganzen Sachen anschauen. So ein bisschen im Detail. Weil ein paar Sachen sind uns jetzt doch aufgefallen, die wir vorher noch nicht gesehen hatten, womit wir vielleicht auch nicht gerechnet haben. Also, wenn ihr gern mehr Content sehen wollt, folgt uns gern. Genau. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.